Hallo Retro-Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine Neuheit vorstellen, die ab sofort meine Sammlung bereichern wird. Es handelt sich um ein Machtartefakt und ein bisschen Fanfiction. Ihr wisst Bescheid, oder? Ja, ihr Leute vom Fach da draußen wisst wahrscheinlich schon längst, um was es sich handelt. Ja, das Team von Artefakte der Macht und Motu Fanfiction hat wieder zugeschlagen, hat etwas Neues rausgebracht. Das möchte ich euch in diesem Video jetzt vorstellen. Dann nochmal herzlichen Dank an den Alex Derra, herzlichen Dank an den Alex Streb und das komplette Team, welches sich hinter dem Artefakte der Macht und Motu Fanfiction, ja, Logo, Team, wie auch immer man es nennen möchte, verbirgt. Ihr macht so eine geile Arbeit für uns Masters of the Universe Fans. Ich finde es total klasse. Eure Geschichten, eure Hörspiele und natürlich halt auch eure Artefakte, nenne ich es einfach mal, die ihr uns Fans ermöglicht, mit unseren Figuren Sachen zu erleben, die es nur in den Hörspielen gab oder eventuell in den Comics gab damals, ja. Das heißt, ihr habt hier die Zeitschleuder rausgebracht, die ich auch schon mein eigen nenne, die in dem Sternenstaub-Hörspiel von Europa drin war. Jetzt gab es erneut etwas Neues Altes, sage ich mal, weil es gab schon mal eine Erstauflage davon. Und zwar Masters of the Universe Europa Hörspiel Folge 16, Nacht über Castle Grayskull. Da findet Webstore etwas im Vulkan. Was ist es? Die Tafel der verschollenen Magier. Und genau diese Tafel hat das Artefakte der Macht-Team wieder neu aufgelegt. Und ich bin in den Genuss gekommen, das Ganze schon zu bekommen. Ich sage euch nachher auch, wie ihr da dran kommt, falls ihr es noch nicht wissen solltet. Und ich habe hier ist die Tafel. Ich zeige es mal in die Kamera, mal gucken, ob man das so sehen kann. Wenn nicht, mache gleich noch mal ein paar Nahaufnahmen. Ja, das ist die Tafel der verschollenen Magier. Ich habe hier nochmal das Europa-Hörspiel, falls ihr es auch nicht kennt, Folge 16, Nacht über Castle Grayskull. Da kommt diese Tafel vor. Da findet Webstore diese Tafel, bringt sie zu Skeletor bzw. Beastman, muss sie aus dem Vulkan dann fischen. Ich finde es einfach total klasse, dass das Fanfiction-Team nicht müde wird, uns immer wieder mit neuem Stuff zu versorgen. Und diese Tafel ist etwas ganz Besonderes, Leute, denn die Tafel fluoreszieren, die Tafel leuchtet im Dunkeln. Ist das geil oder ist das geil? Ich werde es gleich mal probieren. Ja? Ich werde die Tafel gleich mal ein bisschen unter Licht halten und dann mache ich mal alles dunkel und dann gibt es die leuchtende Tafel. Nur so für euch, damit ihr das mal seht. Aber es gibt nicht diese Tafel alleine. Die Tafel ist kombiniert mit einem Comic. Und ja, mit einem Comic. Normalerweise heißt es immer, es sind illustrierte Geschichten, ja, weil halt wirklich Haupttextbestandteil ist. Ja, also die Geschichte ist wirklich wie ein kleiner Roman mit Bilderungen. Diesmal, ich meine, es ist auch das erste Mal, dass ich das mitbekomme, dass es wirklich ein Comic ist und dieser heißt treffend Die Rache der Magier. Finde ich total klasse. Ja, auch wieder Geschichte Alex Derra und Alex Streb. Vielen Dank dafür. Ja, und wie ihr seht, ich möchte jetzt nicht großartig drin rumblättern. Ich möchte euch jetzt nicht diese ganze Story schon vorzeigen. Ja, das heißt, lest das bitte selbst. Holt euch das Heft, lest das selbst. Ja, ich finde es total klasse. Ja, Scarecrow ist mit dabei. Ein neuer Magier ist mit dabei. Die Rache der Magier ist ein Projekt von Motu Fanfiction und Friends 2022. Ja, und hier auf der Rückseite ist auch nochmal schön oldschool, nochmal so eine Papierrolle aufgebracht, wo ich halt auch nochmal die Anwendung sehe, so wie es halt auf den Cardbacks ungefähr von den Vintage- und den Origins-Figuren ist. Das heißt, Tafel unter Licht halten und dann leuchtet die Tafel. Ich finde es total klasse. Ja, und das ist immer noch nicht alles, Leute. Guckt euch nochmal, das sieht doch einfach geil aus, oder? Also, mehr spoilere ich jetzt nicht. Ja, aber dieses Comic sieht einfach klasse aus. Und wie gesagt, das war noch nicht alles, denn obendrein, on top, gibt es noch ein, upsala, jetzt fällt es gleich runter, gibt es noch ein Werbemagazin. Kennt ihr die noch? Kommen die euch bekannt vor? Die gab es in den 80ern, in den Spielzeugläden wurden die ausgelegt. Ja, da wurden die Figuren beworben von Mattel. Ja, und das Artefakte der Macht Fanfiction-Team hat hier ganze Arbeit geleistet und hat das Magazin quasi neu aufleben lassen. Ja, hier unten steht auch, damit man es auch wirklich erkennen kann, hier unten steht auch Magazin hier in dem roten
Kästchen, wo normalerweise Mattel steht, also ganz klar gekennzeichnet, dass es sich um ein Fanprojekt halt handelt. Ja, und das Tolle ist, dieses Heft gab es, soweit ich weiß, bei der Grayskull Con dieses Jahr zu bekommen. Ja, da war ich ja leider nicht. Jetzt ist es aber schön, dass ich es bekommen habe, denn dieses Heft gibt es mit dem Artefakt, mit dem Comic dazu, gratis dazu. Ja, und in dem Heft werden, jetzt zeige ich euch nochmal so einen kleinen Einschnitt in das Heftchen. Ja, hier werden die Figuren wieder beschrieben, so wie es früher, ähnlich wie es früher war. Ja, früher gab es eine komplette Geschichte. Hier habe ich halt die Bilder immer von den Figuren und unten drunter nochmal die Beschreibung der Figuren. Aber wirklich im Stile der alten Werbecomics von Mattel. Ich finde es total klasse. Ich meine, das Heft gab es auch eine Zeit lang nicht mehr. Also nach der Grayskull Con war es wohl vergriffen. Aber sie haben es jetzt nochmal neu aufgelegt. Noch ein bisschen Werbung für die Retrofabrik und das Welt der Meister Magazin ist auch dabei. Ja, also richtig schön gemacht das Heft. Also eine klare Empfehlung, Leute. Und das Ganze bekommt ihr für 15 € plus 2 € Versand. Ja, also wie gesagt, ihr bekommt die Tafel der Magier plus diese 2 Hefte hier für 15 € plus 2 € Versand. Die könnt ihr über PayPal bestellen, direkt beim Artefakte der Macht Fanfiction Team. Die E-Mail-Adresse für PayPal schreibe ich euch unten rein. Ihr müsst dann bei PayPal nur eure Adresse hinterlegt haben oder schreibt sie in die Kommentare, Notizen bei PayPal. Und dann bekommt ihr das Ganze zugeschickt. Wie gesagt, insgesamt 17 €, 15 € für die 2 Hefte plus die Karte und 2 € Versand. Da kann man nicht meckern. Wie gesagt, das ist ein Fanprojekt, Leute, von Fans für Fans. Die Leute haben alle eine ganz normale Arbeit, der sie nachgehen und steuern trotzdem halt zum Moto Fandom so viel Positives bei. Ja, und das ist es allemal wert, die Jungs dabei zu unterstützen. Mir fehlen da die Worte. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal. Ja, es ist ein weiteres Stück, was in meine Sammlung kommt, was in meine Sammlung bereichern wird. Und ich möchte euch jetzt gerade nochmal die leuchtende Tafel der Magier präsentieren. So Leute, schaut euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil? Ja? Die Tafel leuchtet. Ja, Scarecrow lässt grüßen. Ja, die Rückseite. Ich finde es einfach total klasse. Ein bisschen unscharf jetzt. So. Das ist Wahnsinn, oder? Also, wem das nicht gefällt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, ich finde es total toll. Ja, vielen Dank nochmal an das Motu Fanfiction Team. Vielen Dank nochmal an das Artefakte der Macht Team für Comic und für diese Tafel der verschollenen Magier. Vielen Dank, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Raune.